Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut heute. Und heute gibt es ein sehr, sehr interessantes Thema. Der FCM hat nämlich nun offiziell bekannt gegeben in einem Brandbrief, dass sie kein Vertrauen mehr in die Stadt haben. Sehr, sehr interessant. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen zu den aktuellen Neuigkeiten beim FCM. Ab 99 Cent kann man Mitglied werden. Ich gebe mir beste Mühe, alles so schnell wie möglich für euch hochzuladen. Damit starten wir rein. Let's go. Eure Meinung sind wie immer gerne in die Kommentare. Der erste FC Magdeburg geht wegen der untragbaren Trainingsplatzsituation in die Offensive. Ein Brandbrief an die Politik soll nun den Druck erhöhen. Ja, sehr, sehr interessantes Thema. Erstmal muss man ganz ehrlich sagen, man braucht eine Rasenheizung im Winter, um überhaupt auf dem Platz spielen zu können. Das ist das große Problem, das hat man auch vom Köln-Spiel gesehen. Wenn man das nicht hat, hat man große Probleme. Denn du brauchst definitiv vor dem Spieltag eine Möglichkeit auf dem Rasen zu spielen. Und das erhöht bloß die Verletzungswahrscheinlichkeit, was natürlich auch ein sehr, sehr großes Problem ist. Die Situation um die Trainingsplätze des 1. FC Magdeburg an der Afnet Arena eskaliert immer weiter. Nachdem der Klub am Donnerstag sein Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln wegen vereister Plätze in die Halle verlegen musste, schrieb er einen Brandbrief an die Politik. Und das verständlicherweise. Wenn man nämlich, wie gesagt, nicht auf dem Platz trainieren kann, gibt das viele Probleme. Du kommst nicht mehr richtig ins Spielsystem, wodurch du halt auch nicht richtig Fußball spielen kannst. In der Halle zu spielen, jeder Fußballer weiß das, ist was komplett anderes als auf dem Rasen zu spielen. Wie unter anderem die Volksstimme berichtet, erhielten alle Fraktionen das Schreiben. Politiker und Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Bernd Heinemann, CDU, nannte dieses im Stadtrat am Donnerstag einen Scheidungsbrief. Denn darin kündigte der Fußball-Zweitligist der Stadt Magdeburg das Vertrauen auf. Die schon seit Jahren beschlossene Sanierung der Trainingsplätze kommt einfach nicht voran. Im Gegenteil, jüngst brach die Stadt die Ausschreibung ab und will nun neu ausschreiben. Das brachte das Fass beim FCM zum Überlaufen. Und das ist absolut verständlich. Man hat die Möglichkeit, Fußball-Bundesliga zu spielen nächste Saison, wenn man so weitermacht. Das Einfache, was sie wollen, ist einfach nur ein neuer Trainingsplatz. Der FCM muss sich weiterentwickeln, um Erstliga-Fußball konstant auch spielen zu können oder Zweitliga-Fußball. Denn das, was wir aktuell haben, ist tatsächlich nicht mal Zweitliga-reif. Und das brauchen wir. Definitiv. Da kommt kein Weg dran vorbei. In keiner Welt. Großes Problem auch ist, dass die Stadt da leider überhaupt keinen Bock drauf hat anscheinend. Vor allem, weil es auch eigentlich für die Stadt ein Vorteil ist, weil umso höher der Verein spielt, umso mehr Geld macht man auch und umso mehr Geld kriegt eigentlich die Stadt Magdeburg. Die untragbare Trainingssituation setzte den hart erkämpften sportlichen Erfolg leichtsinnig aufs Spiel, zitiert die Volksstimme aus dem Schreiben. Dieser Zustand sei nicht mehr hinnehmbar und ein klarer Wettbewerbsnachteil für den Klub in der zweiten Bundesliga. Das Vertrauen in die Stadt sei nicht mehr vorhanden, weil der FCM immer weiter vertröstet wurde. Nun aber mit leeren Händen dastehe. Und das ist halt sehr, sehr problematisch. Es ist nicht so, dass es erst so seit einem halben Jahr so ist, dass sie vertröstet werden, sondern schon über einen längeren Zeitraum. Und da ist das Problem. Wenn man das zugesprochen bekommt, sollte man sich dann auch dementsprechend daran halten. Wenn man das nicht macht, geht man definitiv den falschen Weg vom Vertrauen her als Stadt. Unser dringendstes Anliegen ist, dass der 1. FC Magdeburg die geplante Trainingsplatzerneuerung mit den im Haushalt eingestellten finanziellen Mitteln eigenverantwortlich übernehmen kann, schrieb der FCM im Namen der Geschäftsführer Martin Geisthardt und Ottmar Schork. Ja, natürlich, eine Trainingsplatzänderung kostet ordentlich was. Ich glaube, darüber braucht man nicht streiten. Genauso wie auch den Rasen zu wechseln im Stadion. Und deswegen hatte man da auf die Stadt gehofft, weil vor allem das eigentlich Stadtaufgabe ist. Aber wie gesagt, die Stadt hat darauf keine Lust oder hat kein Geld.
obwohl dieses Geld zugesichert war, irgendwie nichts. Rein gar nichts. Diese Forderung hatte der Club schon zuvor erhoben. Die Stadt hatte die Idee, den FCM aus Bauträger zu benennen. Allerdings abgelehnt. Sehr zum Unmut des Vereins, der nun verbindliche Lösungen fordert. Und ja, genau das braucht man jetzt auch in diesen Zeiten, wo man um Liga 1 kämpft und um einen neuen Trainingsplatz. Ja, die große Frage, die ich an euch habe, kann man den Ärger wirklich verstehen? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und vor allem auch interessieren. Persönlich, meiner Meinung nach, kann ich sehr gut den Ärger verstehen, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Training macht alles aus. Und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Schreibt, so wie eben doch schon gesagt, eure Meinung in die Kommentare ab. 99 Cent kann man Mitglied werden. Dankeschön an jeden, der das macht. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal und damit noch einen schönen Tag euch.